Oh, then it just stops. They are everywhere. Und am Himmel über Tirol lediglich dünne Schleierwolken, zum Teil entstanden aus den Kondensstreifen von Düsenflugzeugen. Das sind also reine Eiswolken in rund 8 Kilometer Höhe. Aus den Kondensstreifen von Düsenflugzeugen. Das sind also reine Eiswolken in rund 8 Kilometer Höhe. It's a little chilly for swimming, obviously, just still. These clouds, by the way, when you see these little contrails that come off of planes that are going by, that's just a little bit of ice crystals in the very high altitudes of the atmosphere. These are cirrus clouds. These are cirrus clouds. That's just a little bit of ice crystals in the very high altitudes of the atmosphere. These are cirrus clouds. These are cirrus clouds. Wat u hier ziet, die vliegtuigstreep bestaat dus niet uit waterdruppeltjes, maar zijn gewoon ijskristallen. Oké, ijskristallen. Oké, ijskristallen. Oké, ijskristallen. Oké, ijskristallen. Oké. Liebe Zuschauer, guten Abend. Ein traumhafter Start heute in einen sonnigen Tag mit harmlosen hohen Schleierwolken hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber im Laufe des Tages haben sich dann immer mehr Kondensstreifen von Flugzeugen untergemischt. Ein deutliches Zeichen für Luftfeuchtigkeit in den höheren Atmosphärenschichten. So contrails. It's like skywriting by airliners, only probably not good for the sky, I'm guessing. We're checking with Scott. I know a lot of kids wonder, what is that behind the airplane? What is the contrail? It's what's left behind an airplane. Not all the time, at sometimes. Sometimes they're longer, sometimes they're shorter. And here's why. I took this picture about 45 minutes ago, right outside
in Nampa, basically, this is a contrail. What's short for condensation trail. It is water. It's not necessarily a chemical that's being spread into the air. It is a water vapor, basically, that's beginning to show up, that's condensing out so that you're seeing it. It happens. Here's another picture I took a little earlier as well. Condensation trail right here. And you can get lots of them at times. Or sometimes the atmosphere is just right. Wolken begleiten uns also durch die nächsten Tage und Wissenschaftler haben jetzt sogar festgestellt, dass wir hier in Deutschland immer häufiger Wolken sehen können, die sonst überwiegend über polaren Gebieten zu Hause sind. Dabei handelt es sich um sehr hohe Wolken aus Eis, die sich in Höhen über 80 Kilometer bilden. Sie bestehen aus Wassermolekülen, die sich gelegentlich dorthin verirren, und aus Metallen, die von Meteoriten stammen. Vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang werden sie von unten von der Sonne noch beschienen. Sie reflektieren also deren Licht und Leuchten. Warum sie immer öfter auch in unseren Breiten zu sehen sind, soll jetzt erforscht werden. Auf unser Wetter haben sie keinen Einfluss. Und damit zurück zu dir, Hansi. Dat lage drukgebied wat daar lag zorgt voor een zuidelijke stroming en zorgt ook voor de aanvoer van die warme lucht. En dat zagen we aan deze foto. Sluierwolken. Sluierwolken zijn vaak een teken van binnendringen van warmere lucht. And can we talk just for a second? Let's take a look at this. This is what happens when you have a lot of moisture upstairs. The jet planes that are traveling in the sky are up somewhere used to be between 28 and 38,000 feet, up where air temperatures are anywhere from 40 to 80 degrees below zero. As a jet plane travels, it's burning Jet A fuel, that's basically kerosene, and the byproducts are carbon dioxide, which you can't see, and water vapor, which condenses out in that super cold air. And I mean, like I said, anywhere from 40 to 80 below zero. So it instantly condenses out into ice crystals. There are over 40,000 flights across the United States every day. And every time this happens, I will get people calling, writing, emailing, saying, these are chemtrails, the government is poisoning us. As a jet plane travels, it's burning Jet A fuel, 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 Jet A fuel. A tak modrou oblohu narušily jenom kondenzační pruhy od letadel. To, že oblačnosti ve střední Evropě i v jejím okolí. Well, we have had great weather lately, almost a cloudless sky today. Almost! Let's check in with Scott, because big, long, thin clouds out there, I guess. That's right, and that's really what they are. They are clouds. There's moisture up there in the sky. Contrails. And we had a lot of those around today. The conditions have to be right in the atmosphere for contrails to form, and contrails stand for condensation trails. In other words, when a jet airliner goes by, the exhaust that comes out, all the moisture, that's one of the byproducts of what's coming out of the exhaust air from the combustion of the engine, and the turbulence behind the jet plane causes these clouds to form. You have all this hot moisture coming out. It's cooled by the atmosphere around it, which is many times 40 degrees below zero. It's real cold up there. It cools it, and a cloud forms. Usually when the air is dry, that cloud forms, and it's so dry that it just dries it out and you don't even see a contrail. But when you have enough moisture in the atmosphere, but it's not forming any regular clouds, you add that extra moisture from planes going by, jets going by, and you'll get these condensation trails. So here's a picture of lots of condensation trails, and here's a picture of lots of condensation trails, and here you see how it forms here. The moisture comes out of the back of the engine, takes just a moment for the atmosphere to really cool that, and then you get the cloud forming behind it. Gert Hiemstra, mooi zonnig weer vandaag, maar zo kil. Blijft het zo? Nee, want morgen hebben we minder wind, dus dat scheelt gelijk een hele slok op een borrel. Maar het is wel zo dat eigenlijk kil, ja, het is maar de vraag hoe je er naar kijkt. Want dan hebben we zo'n beetje de warmste aprilmaand die we meemaken. Dus dan is kil natuurlijk maar relatief. Maar goed, die wind die deed het hem. Tegelijkertijd was het prachtig weer, mooie wolkenluchten. En ook waren er veel hoge wolken te zien. Cirrus noemen we het ook wel. Die lijken altijd stil te staan als je er naar kijkt, maar in werkelijkheid bewegen ze wel degelijk. Niet zo snel als hier, want dit is van onze webcam. Dat wordt natuurlijk snel afgespeeld omdat dit in werkelijkheid gaat. Maar die hoge wolkenluchten die bewogen wel degelijk langs ons heen. Gert Hiemstra. Gert Hiemstra. Gert Hiemstra.
Good evening. Well, another beautiful sunny day today, although fog did linger in a few places. But during the afternoon now, high cloud or so-called contrails built up. This line of wispy clouds produced by the condensation trails from really artificial clouds produced by the exhaust fumes from aircraft engines, and it's produced by the exhaust fumes from aircraft engines, and Die einen sind breit, andere schmal, wieder andere sind ausgefranzelt. Dann gibt es die schon nach kurzer Zeit verschwunden sind und die ewig lang bleiben. Kondensstreifen. Für die Einstein-Serie Wetterphänomen haben viele von Ihnen daheim wissen, wie denn solche Kondensstreifen entstehen und warum nicht jedes Flugzeug die Spuren hinterlässt. Flughafen Zürich-Kloten. Der ideale Ort für Meteorologin Christine Jutz, uns in die Geheimnisse der Kondensstreifen einzuweihen. Physikalisch gesehen ist ein Kondensstreifen nichts anderes als eine Eiswolke, von einem Flugzeug künstlich erzeugt. Lateinisch heißt sie denn auch Cirrus aviaticus und ist die Wolke, auf welche die Meteorologin am häufigsten angesprochen wird. Kondensstreifen entstehen, weil das Flugzeug bei der Verbrennung von Treibstoff Schadstoffe ausstößt. Im Wesentlichen Wasserdampf, Kohlendioxid, Stickoxide und Ruß. Die Abgase, die zu den Triebwerken rauskommen, sind sehr, sehr heiß. Die Umgebungsluft ist aber ganz kalt. Und wenn jetzt der Wasserdampf mit den Rußteilen zusammentrifft, dann kondensiert er zu Tröpfchen. Und weil es jetzt so kalt ist in der Umgebungsluft, gibt es aus diesen Wassertröpfchen Eiskristalle. Die Eiskristalle, die vermehren sich immer wie mehr. Und wenn es genug von diesen Eiskristallen hat, dann sehen wir die als weisse Streifen. Es ist aber eigentlich nichts anderes wie eine Wolke. Weil die heißen Abgase erst abkühlen müssen, bevor diese Eiskristalle entstehen können, hat es zwischen Triebwerk und Kondensstreifen immer eine gut sichtbare Lücke. Weil die heißen Abgase erst abkühlen müssen, bevor diese Eiskristalle entstehen können, hat es zwischen Triebwerk und Kondensstreifen immer eine gut sichtbare Lücke. Haben Sie schon mal etwas von Chemtrails gehört? Ja, das sind eigentlich Kondensstreifen, und zwar wird dort behauptet, dass den Flugzeugtreibstoff dann zum Teil Aluminium oder auch andere Beisätze zugeführt werden, um künstliche Wolken zu erzeugen. Das heißt, damit dann der Kondensstreifen, den man ja meistens sieht bei Flugzeugen, sehr lange hält, sich ausbreitet und dann zu einer richtigen Wolke führt. Und gestern war es absolut wolkenlos, heute ist der Himmel schon so milchig-weiß bezogen gewesen. Und dann kommen wieder diese Leute, die behaupten, das ist alles künstlich erzeugt worden. Ich glaube daran nicht, denn man kann es meteorologisch begründen. Und es macht eigentlich auch gar keinen Sinn, in dieser Höhe, nämlich so zwischen 7 und 12 Kilometer Höhe, Wolken zu erzeugen. Denn eine Erwärmung könnten diese Wolken nicht stoppen. Denn gerade bei hohen Wolken wird es eher noch wärmer, nur tiefe Wolken würden dazu führen, dass sich das Klima ein bisschen abkühlen könnte. Aber warum lösen sich Kondensstreifen manchmal ganz schnell auf und manchmal ganz langsam? Das kann ich Ihnen erklären. Und zwar brauchen wir in der Höhe, wo Flugzeuge fliegen, natürlich Feuchtigkeit und Kondensationskerne. Kondensationskerne, das sind kleine Rußpartikel, wo sich die Feuchte rankristallisieren muss. Dort oben sind das alles dann Eiskristalle. Wenn genügend Kondenskerne da sind, aber die Feuchte fehlt, dann ist der Himmel strahlend blau. Dann fliegt das Flugzeug dort durch und in den Abgasen ist auch ein bisschen Wasserdampf drin. Das heißt, dann ist natürlich sofort der Kondensstreifen zu sehen, aber nur kurz. Weil die Feuchte fehlt, wird sich die Feuchte schnell wieder verteilen und dann löst sich auch dieser Kondensstreifen ganz schnell wieder auf. Und meistens wird auch die Luft ein bisschen abwärts bewegt bei solchen Wetterlagen. Abwärtsbewegung fördert nämlich die Wolkenauflösung. Und wenn es ein bisschen rauf geht, werden Wolken dann eher erzeugt. Und jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn aus, wenn sich diese Kondensstreifen nicht auflösen oder ganz schwer.
Dann fehlen Kondenskerne oder Kondensationskerne. Das ist das Problem, die Feuchte ist da, aber sie hat nichts, wo sie sich ranklammern kann. Und das sind diese Rußpartikel, die fehlen. Wenn dort ein Flugzeug dann durchfliegt, diese Rußpartikel bleiben natürlich, kann natürlich die Feuchte sofort an diese Rußpartikel sich herankristallisieren, das heißt Eiskristalle, und dementsprechend Cirruswolken und auch Kondensstreifen können sich entwickeln und die halten dann wirklich recht lange, weil die Feuchte da ist. Und meistens wird auch bei diesen Wetterlagen die Luft ein bisschen aufwärts bewegt. Das heißt, dann gibt es sowieso schon diese Schleierwolken. Wie sehen Cirrus- oder Schleierwolken aus? Ich habe mal ein Bild für Sie mitgebracht. Da sind also wirklich diese ganz dünnen Wolken, sehr hoch, zwischen 7 und 12 Kilometer, die sich auch dann eigentlich kaum auswirken auf die Sonnenstrahlung. Die Sonne wird kaum verdeckt, aber... Dankeschön, Donald. This is the best Saturday so far in February. Just gorgeous temperatures out there. We are looking at 54 degrees right now in Malibu. Clear skies, and if you are going to be heading out into places like Laguna Beach, also looking really nice, 56. A great day to take a walk with your dog. You see that person right there enjoying that. And as we continue on, we are looking at a really nice forecast, especially if you're into Los Angeles and Orange County. We're looking at mild and calm conditions all day long. So 52 degrees to start. California, for the most part, things looking pretty dry right now. But as you take a look at this, very ominous looking. We do have some blue sky above those clouds, but we are certainly seeing an increase in cloud cover and also some... Többfelé megerősödik, és hajnalban 13-18 fokra számíthatunk. Aztán holnap napközben a front mozgásának megfelelően eleinte erősen felhős lesz az ég felettünk, sokfelé számítunk esőre, záporra, valamint zivatarra is. Majd a késő délutáni órákban már észak felől csökken a felhőzet. 잠은 푹 주무셨나요? 이 끈끈하고 습한 기운 때문에 밤잠 설치신 분들 많으실 겁니다. 지금도 서울을 비롯한 곳곳에선 최저 기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나고 있는데요. 한낮에는 푹푹 찌는 더위로 이어지겠습니다. 오늘도 여유 있는 마음으로 haru를 채워보시길 바랍니다. Dobré ráno a tady máme přímo jedno umělecké dílo, je to Západ slunce v Sokolově. Moc děkujeme Leničce. No a pojďme si říci, že teploty máme v tuto chvíli nejčastěji okolo 16 stupňů Celsia. Pozor na ojednělé mlhy, jinak nám svítí sluníčko a budeme si je užívat po většinu dnešního dne. Konec konců. Dobré ráno, tak tenhle romantický úžasný západ slunce u Libyně nám poslala paní Pavlína Boráková a moc krát děkujeme, posílejte i nadále tak pěkné fotky. Pojďme se ale podívat, jaké nás dnes čeká počasí. Bude oblačno až polojasno s tím, že ojediněle musíme počítat s přeháňkami anebo s mrholením a výjimečně se setkáme i s bouřkami a to zejména. Krásné dobré ráno, tak toto není jen tak obyčejné pole nebo louka, toto je říčanský pohled na Prahu a snímek nám zaslala Klára Dvořáková. Teploty máme až okolo 20 stupňů Celsia, již teď po ránu. Stále k nám proudí velmi teplý vzduch od jihu. Ovšem odpoledne nás začne ovlivňovat studená fronta, která v odpoledních hodinách přeruší to slunečné počasí, tedy jasno až polojasno, přinese oblačno. อากาศร้อนหมุนเวียนจนสร้างความอบอ้าวขณะเดียวกันได้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากตรงกับประเทศไทยเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคใต้วันที่ 5 เมษายนซึ่งจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของไทยมีอากาศร้อนมากขึ้น Καλημέρα ρε παιδιά, κυρία Τρίτη ξημέρωσε, ξυπνήστε με χαρά, βγείτε από το Ya me dio hambre. ¿Qué tal este espacio del clima? Estoy ustedes gracias a Infinity. Ay, esa música. Optik. Optische Aufheller reflektieren das Licht, sodass deine Zähne sofort weiß. Weil die heißen Abgase erst abkühlen müssen, bevor diese Eiskristalle entstehen können, hat es zwischen Triebwerk und Kondensstreifen immer eine gut sichtbare Lücke. Weil die heißen Abgase erst abkühlen müssen, bevor diese Eiskristalle entstehen können, hat es zwischen Triebwerk und Kondensstreifen immer eine gut sichtbare Lücke. Weil die heißen Abgase erst abkühlen müssen, bevor diese Eiskristalle entstehen können, hat es zwischen Triebwerk und Kondensstreifen immer eine gut sichtbare Lücke. Immer eine gut sichtbare Lücke. Immer eine gut sichtbare Lücke. As a jet plane travels, it's burning Jet A fuel, that's basically kerosene. It's burning
Jet A fuel, 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 Jet A fuel. People calling, writing, emailing, saying these are chemtrails, the government is poisoning us. Dann kommen wieder diese Leute, die behaupten, das ist alles künstlich erzeugt worden. Dann kommen wieder diese Leute, die behaupten, das ist alles künstlich erzeugt worden. Ich glaube daran nicht. Dann kommen wieder diese Leute, die behaupten, das ist alles künstlich erzeugt worden. That's just a little bit of ice crystals in the very high altitudes of the atmosphere. These are cirrus clouds. These are cirrus clouds. Heute ist der Himmel schon so milchig-weiß bezogen gewesen und dann kommen wieder diese Leute, die behaupten, das ist alles künstlich erzeugt worden. Ich glaube daran nicht, denn man kann es meteorologisch begründen. Es macht eigentlich auch gar keinen Sinn, in dieser Höhe, nämlich so zwischen 7 und 12 Kilometer Höhe, Wolken zu erzeugen, denn eine Erwärmung könnten diese Wolken nicht stoppen. By that's just a little bit of ice crystals in the very high altitudes of the atmosphere. These are cirrus clouds. These are cirrus clouds.
on the central nervous system. Alzheimer's. They say it's a fix for climate change, but it's exacerbating climate change. Please stop geoengineering. Do what you can. Look up the patents. Look at what your government is doing. It's in public law. Geoengineering is causing climate chaos. We all need to do our part to end this genocide and ecocide on the planet. There's a lot of error. Yeah, you're good. You're doing good. Climate engineering is climate chaos. Geoengineering is ecocide. The drought in California is a direct cause of geoengineering chemicals. Aerosols are drying out our state. We need to stop geoengineering in its tracks. Geoengineering is also causing superstorms. It's creating crazy weather everywhere. No one has the right to play God with the climate. Amen. Amen. Yeah.